Was hier gerade angesägt wird, ist das weltweit erste Passivhaus. Das wurde vor 25 Jahren in Darmstadt gebaut. Andere erhalten zum Jubiläum eine Geburtstagstorte, das Passivhaus stattdessen eine ordentliche Nachuntersuchung. Das Passivhaus-Institut möchte nämlich wissen, wie es um die Wärmedämmung des ersten Passivhauses nach 25 Jahren steht. Im Zentrum der Untersuchung ist die Außendämmung. Diese ist 27,5 cm dick. Die Dämmung besteht aus einem sogenannten Wärmedämmverbundsystem, einer Kombination aus Dämmstoff, in diesem Fall Styroporplatten, Klebeschicht und Putzschicht. Die Haltbarkeit von Wärmedämmverbundsystemen ist öfter eine Diskussion. Umso spannender ist es, die Dämmung nach einem Vierteljahrhundert zu überprüfen. Dazu wurde eine Probe entnommen. Diese besteht aus der äußeren Dämmplatte und der Putzschicht. So, und jetzt habe ich hier dieses Stück Wärmedämmverbundsystem aus dem ersten gebauten Passivhaus in Darmstadt-Kranichstein. Auf den ersten Blick, nachdem wir das aufgemacht haben, kann man am Material keine Spuren einer langjährigen Nutzung erkennen. Das sieht alles verblüffend frisch aus. Es ist ganz offensichtlich trocken. Während das Passivhaus eine Erstversorgung mit Mineralwolle erhält, geht die Probe zur Untersuchung an die Universität Innsbruck. Die Laborwerte bestätigen die Haltbarkeit der Wärmedämmung. Der Dämmstoff ist immer noch außerordentlich trocken und besitzt nach wie vor eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit. Auch die Putzschicht ist weiterhin kompakt und fest. Diese Probeentnahme ist aber noch nicht alles. Ja, wir haben heute noch an verschiedenen Stellen der Westfassade, die am stärksten dem Wetter ausgesetzt ist, Versuche zur Haftzugfestigkeit des Putzes und des Dämmsystems gemacht. Das wird uns eben Aufschluss geben darüber, wie fest der Außenputz noch mit dem Dämmstoff verbunden ist, beziehungsweise wie fest der Dämmstoff in sich selbst ist. Damit will das Passivhaus-Institut herausfinden, wie gut das Wärmedämmverbundsystem auch nach 25 Jahren, zum Beispiel im Falle eines Orkans, halten würde. Hierzu wurde die Putzschicht an mehreren Stellen der Fassade angeschnitten. Dann wurden Prüfstempel aufgeklebt. Nun ging es darum zu messen, mit wie viel Kraft gezogen werden muss, bis sich die Wärmedämmung von der Wand löst. Die benötigte Kraft betrug im Schnitt 7 Tonnen pro Quadratmeter. Das heißt, dass die Dämmung auch bei einem sehr starken Orkan an der Hauswand halten wird. Beim stärksten bisher auf dieser Erde aufgetretenen Orkan waren die auftretenden Sogkräfte an einer solchen Stelle, einer solchen Fassade immer noch um einen Faktor 3 geringer als die hier nachgewiesene Zugfestigkeit nach 25 Jahren. Die Wärmedämmung ist also immer noch gut und stabil. Durch ihre hohe Qualität trägt sie außerdem zum sehr niedrigen Heiz-Wärmebedarf des Passivhauses bei. Dieser liegt unter 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das sind 75% weniger als bei einem Niedrigenergiehaus. Passivhäuser lohnen sich also. Für den eigenen Komfort, für das eigene Konto und nicht zuletzt fürs Klima.